Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Code Steel. Wir befinden uns immer noch in Ruhe, allerdings nach langer Zeit zum ersten Mal bei Nacht, nachdem wir zuvor tagsüber die ganze Stadt mitsamt Umgebung unsicher gemacht haben. Und wir haben, nachdem wir es uns bei Alisa ein bisschen gemütlich gemacht haben und ihre Wohnung oder ihr Wohngemach, könnte man eher sagen, ausgekundschaftet haben und mit ein paar Leuten gesprochen haben, haben wir einen ominösen Anruf von Claire bekommen, die sich heute spät abends ganz diskret mit Reen eigentlich nur treffen wollte, um irgendwas ultra Wichtiges zu besprechen. Und Vieh hat uns dabei erwischt, wie wir versucht haben, uns klammheimlich davon zu stehlen. Und Reen hat spontan beschlossen, sie einfach einzuladen, sie zu dem Treffen mitzunehmen. Und wir schauen mal, was wir heute dort machen können. Mir fällt gerade ein, ich habe jetzt nicht mehr geupdatet, nachdem wir die letzte Red Moon Rose Ausgabe bekommen haben, wann wir hier, warte mal kurz, wann wir hier die nächste Hidden Quest bzw. Ausgabe finden können. Aber ich habe meinen Notizzettel gefunden. Also wir werden Red Moon Rose Chapter 13 tatsächlich schon am nächsten Tag bekommen können. Ich bin mal gespannt, zu welcher Tageszeit und ob das von Anfang an funktioniert. Aber das werden wir vielleicht heute noch rausfinden. Mal gucken. This is where Claire said to meet her, right? Yeah, this looks like the place. Und da gehen wir auch rein. Guck mal, das F passt auch super zu dem Namen von Vieh, oder? Vieh nehmen wir mit zu F. Kann nicht schaden. Well, looks like this is the place. Are we done looking around? After we meet with the captain, we probably won't have any more time to look around tonight. Egal, ich glaube, wir haben beim letzten Mal alles erledigt. Insofern, go for it. Wie hell das gerade aussah. Guck mal, das sieht aus, als wäre hier alles ausgeleuchtet, als würden wir quasi eine Himmelspforte hier durchschreiten. Und dann kommst du rein und alles ist duster. Aber elegant. Es ist ja eine Dining Bar. Alright, now to find Captain Claire. Na, so groß ist das Lokal auch nicht. Oh, wow. Sehr cool, oder? Ich feiere diese Szene so sehr. So hat man Claire auf jeden Fall noch nie gesehen. Wir kennen sie bisher nur in Uniform und in Arbeitsbekleidung, aber so schick wie hier hat man sie bisher nicht zu sehen bekommen und das ist irgendwie, ja, feiere ich. I guess it makes sense that she wouldn't come here in uniform. The charms of an older woman, I think I'll manage. Natürlich, Reen. Nichts, was du nicht managen könntest, nicht wahr? Wir widmen uns aber erstmal ihmchen hier. Hi, Corneli, wie geht's dir denn? Alright, now to get started on their reports. I swear, do Harvest and Gregor do anything other than play around? They have no aspirations higher than improving their remote-controlled car. Naja, irgendwie fängt man ja immer klein an, ne? Alright, now to get started on their reports. Mit denen haben wir ja gesprochen, die waren vor dem Institut, haben die da rumgewerkelt. Am Anfang konnte ich die Namen nicht zuordnen, aber jetzt, wo er das Remote Car ins Spiel bringt. Hi, Sheriff. I got a lot accomplished today. I'd say I've earned myself a drink in a nice place like this. Absolutely. Gönn dir auf jeden Fall. Ich würde ja mit dir prosten, wenn wir hier nicht minderjährig wären. Ich glaube, dass wir minderjährig sind. So, Reen betont das ja öfter mal. So, hi Grant, na? Welcome to F. I hope you enjoy your visit. Das ist der Plan auf jeden Fall. Und du so, Almina? Na, lang ist es gar nicht her, dass wir zuletzt miteinander gesprochen haben. Sie hat uns beim letzten Mal den Tomato-Cocktail gegeben. Oh, are you together? Welcome to F. Would you like something to eat? Kommt noch. Wir müssen erstmal gucken, ob wir überhaupt hier bleiben oder ob wir uns hinten an den Tisch verziehen. Wahrscheinlich Letzteres, denn hier lässt sich schwer vertraulich Gespräche führen, würde ich mal sagen. Hi Claire, na, schöne Frau, was trinken Sie da? Bestimmt den berühmt-berüchtigten Tomato-Cocktail, oder? Sorry I kept you waiting. Don't worry about it. Oh. Hi. Yeah, I kind of ran into her on the way here and told her she could come along. That's not a problem, is it? Not at all. I assume you've been surveying the town while acting as Reen's bodyguard. Sounds like you've done your homework. The intelligence division has told me a little. Anyway,
I think we might attract a little too much attention if we stay at the counter. What do you say we get a table for 3? Ja, folgerichtige Entscheidung, würde ich sagen. It's good to see you both. Guck mal, die anderen beiden haben kein Cocktailglas, ne? Alles hier total political correct. Minderjährige trinken alkoholfrei und die gute Claire gönnt sich. I think this may be the first time we've been able to have a proper conversation. You may be right. Genau, so kennen wir sie nämlich. Aber cool sieht sie natürlich auch in ihrer Uniform aus, ne? Sie kann einfach bisher nicht hässlich sein, aber wer von innen heraus schön ist, der schafft das auch immer nach außen hin irgendwie. I was hoping I'd get the chance to sit down and talk with you too, actually. Oh? You sure don't want me to go? That's not what I mean. Es geht wieder los. I have a lot of questions, like about why Milliam transferred into our class, for example. But there's one really fundamental question that would go a long way toward answering a lot of the others. What exactly is it that you and Chancellor Osborne are trying to accomplish? Da packt er jetzt hier direkt schon die dicken Elefanten hier auf den Tisch. Let's look at that standoff with the provincial army earlier this evening. It's hard for me to feel much sympathy for them after they drove armored cars right into the middle of the city. But maintaining order in the provinces is generally accepted to be the duty of the provincial armies. Maybe it's just me, but it seemed an awful lot like you were just trying to provoke them by belittling their authority. It did look like your people were picking a fight. Ich finde, das ging aber irgendwie von beiden Seiten so ein bisschen aus. Aber eigentlich eher von der Provincial Army. Viewed without the proper context, I can see how it might look like that. But right now, the factional conflict in the Empire is nearly at its breaking point. Crossbell is buzzing with talk of independence, and Calvert is still withering its immigration disputes. In such volatile times, there's a very real need to create a far more expensive network to help maintain public order. The only organizations that are up to the challenge are the Railway Military Police and the Intelligence Division. That may be the case. Still, your boss is the one making those conflicts worse. I can't deny that, but at the very least, the Chancellor is acting with a sense of integrity. He hasn't stooped so low as to give aid to terrorists unlike some others I could name. I want you to at least understand that. Wait, so... Wow, she really said it. So the noble faction's been the one backing the terrorists, huh? I'm afraid there's no longer any doubting it. We've all but confirmed the involvement of Duke Cayenne, the most prominent representative of the 4 great houses. The 3 airships the Imperial Liberation Front has been using have been traced back to Ordis as well. I'd wondered how they got their hands on those. I've heard the Duke is just a gaudy old man, but... Juice's brother came to pick him up in Legram, didn't he? Da haben wir ihn das erste Mal gesehen und das letzte Mal auch. That's what Towell told us. And now Rufus just so happens to pop up on another of his secret trips. Captain Claire, what's going on in Ruhr? And how are Alisa's family and the Rainford Company involved? Rainford. Ich habe immer Rain gesagt, aber Rainford haben sie in den Cutscenes immer gesagt. I guess it's time to get to the matter I called you here for in the first place. Hau raus. The Railway Military Police are currently weighing the possibility of a forced inspection of Rainford's first factory. Sounds serious. Ich glaube, jetzt zeichnet sich auch so langsam ab, warum wir mit Irina zuletzt nicht essen konnten, also mit der Mutter von Alisa. The first factory belongs to one of Rainford's major divisions, right? Correct. It's one of the main divisions and handles the bulk of the company's iron and steel processing, among other things. They are also currently under suspicion of something I'm not at liberty to discuss with you right now. The 2 of you are aware that project management at Rainford is split up across several major branches, right? It is? And on top of that, she's got her hands in the development of our Arcus units too. It's way too much work for one person. How many projects does Mother have under her wing right now? Well, I'm afraid I can't give a simple answer to that, but
Ich kann dieses Wort nicht. Warte mal. Okay, ich muss jetzt nochmal gucken. Es ist tatsächlich suffice. Ich weiß, was das bedeutet. Es heißt nämlich genügen oder irgendwie, ne, gibt viele Synonyme für, aber ich war mir nie zu 100% sicher, wie man es ausspricht. Aber, but suffice to say, the chairman only knows about a small number of the projects in development by the Reinford Group. Lately, the directors have... Come to think of it, I overheard Elisa and Sharon talking about something like that. For years now, Reinford has been the empire's heavyweight when it comes to heavy industry and manufacturing. The company is split into different divisions that handle things like steel production, railways, weaponry, and tools. The problem is that those divisions have simply become too large enough to have their own internal allegiances, some to the nobles, with others supporting the reformist faction. Are you serious? So even companies are taking sides. Naja, umso mehr. Also da, wo es um Geld geht, wird es das wahrscheinlich immer geben, so auch hier. I'm sure Irina Reinford is aware of this to at least some extent as the company's chairman, but the self-supporting accounting system she introduced has the side effect of granting each division a long leash. Because of that, I doubt even she has a full grasp of the situation. Warte mal kurz. Sorry für die ganzen Unterbrechungen. So, the first factory, guys, have your sights set on for that inspection. Is aligned with the noble faction, I assume. You assume correctly, and the provincial army is doing everything it can to stop us from carrying out that investigation. That's what led to this evening's quarrel. I imagine Chairman Irina is currently doing her utmost to rein in all the divisions and get them back in line. The thing is, when she seized control of the company 5 years ago, she had to rely on support from both sides. Being indebted to them like that, I have my doubts she'll be able to target the underlying problem. Und wie lösen wir das Problem jetzt? It's sounding shadier by the minute. You can say that again. The situation seems even more dire than I thought. And while all this is going on, the factional conflict keeps burning hot across the rest of the empire. I've told you as much as I can right now. Das war's. Oh, tensions are mounting all over the country, but Ruhr has an extra fuse of its own. Try to gain an understanding of the crisis unfolding here, then do your best to stay out of it. Whatever other lessons Class 7 takes away from this field study, I hope that ends up on the list. I wish you the best with the remainder of your field study. Der Abgang kam, finde ich, abrupt. Please have the bill sent to the Railway Military Police Branch Officer in Ruhr Station. Certainly. Enjoy the rest of your evening. Ich habe am Anfang des Gesprächs ja so ein bisschen angeteasert, dass sie irgendwie cool ist und dass ein schöner Charakter einen Menschen auch schön macht und so. Eigentlich weiß ich natürlich nicht zu 100%, ob Claire jetzt wirklich zu den Guten gehört. Aber ich wollte es mir immer einreden. Und ich gehe mal davon aus, dass die nächsten Teile da auch ein bisschen mehr Input liefern, was so ihre eigentliche Motivation und innere Ausrichtung eigentlich mitbringt so. Aber ja, ich mag sie irgendwie, unabhängig davon, wie shady in Anführungsstrichen die ganze Situation jetzt hier wirken mag. Wait, the bill. Übernimmt sie. Looks like she just picked up our tab. She gave us some good intel too, for free even. And I can't just go running after her now. Looks like we owe her one. So, you like the mature type, huh? Oh Mann, Vieh, ey. Hören Sie doch auf. She's sort of like Sarah, except responsible and composed. You can say that again. Reen ahnt wahrscheinlich nicht, worauf Vieh hinaus will. Guck mal, wie sie guckt. Telefon. Oh. Must be yours. Na, wer meldet sich? Hello, Reen Schwarzer speak. Reen, what are you doing? Wer spricht? Oh, it's just you, Elisa. Ich wollte gerade sagen, niemand würde ihn so begrüßen, außer Elisa. Das passt. Wobei Sarah eventuell auch. What do you mean it's just you? Is it true some girl invited you out for a night on the town? Darum geht's. Okay. Wow, hold on. A late night date? I thought you only had eyes for me, Reen. Anyway, good job, kiddo. You better spill all the details later. He'll do no such thing.
No, I'm sure there's nothing to worry about. Fee was with him too. Yeah, still, it was rash of you to go out on your own without at least consulting us. Ich glaube, Reen ist niemandem Rechenschaft schuldig. Aber gut, wenn sie sich Sorgen machen, hätte er zumindest sagen können, er geht. Aber dann wäre genau das passiert, was wir jetzt am Telefon haben. Fragen, Spekulationen und Rechtfertigungsnöte beim Herrn Schwarzer. Ready to head back? Yeah, I think that would be for the best. Ja. Das machen wir. Ich glaube, Reen wird der Klasse auch ein bisschen was mitzuteilen haben. Irgendwas wollte ich noch zu Claire sagen, was mir gerade wieder entfallen ist. Ah ja, ich habe übrigens dieses ganze Gespräch am Ende, weil Fee gerade so betont hat, dass sie ja kostenfrei zusätzlichen Input, Informationen, Background bekommen haben. Ich habe das am Ende so ein bisschen auch als Warnung verstanden, sich rauszuhalten von Claires Seite aus. Und habe mich beim ersten Durchspielen so ein bisschen gefragt, will sie uns jetzt stärker involvieren oder will sie, dass wir Abstand nehmen und uns die Finger nicht schmutzig machen quasi? Jetzt sind wir wieder bei den Altbekannten. Na, Scarlett? The time has come. First height, then crossroad. Now, show me the ferry to witness our conviction. As you wish. We'll hit him so hard, they'll be picking up the pieces for weeks. You heard the boss, man. Tomorrow's a red-letter day for us. A real do-or-die moment, in every sense of the word. All our preparations will be rewarded soon, when we sweep in and take the Chancellor's head. Keep your eyes on the prize, and give it all you've got! Yeah! Ich wollte Vulkan eigentlich auch noch begrüßen. Aber dann haben sie schon angefangen zu sprechen. Ich habe mir seinen Namen tatsächlich gemerkt, aber ich musste 1-2 Minuten überlegen. Sekunden, Minuten nicht. So lange hat es nicht gedauert. Da braut sich auf jeden Fall mal wieder was zusammen. Und leider nichts Gutes. Jetzt haben wir Sonntag. Wenn andere Leute die Füße hochlegen können, beginnt für uns die Arbeit. So ist das manchmal. So tired. Ja, bist ja auch lange aufgeblieben, Fee. Hast du davon, wenn du Reen verfolgst? The air here is so fresh, especially for a city with this many factories. Must be because we are up in the mountains. Oder die Filter funktionieren hier einfach gut. I'll say, compared to the capital, the air quality is pristine. Hey, well, the capital does have a few 100,000 more people living there. Oh Gott, der böse Blick. Jetzt geht das schon wieder los mit der Nerverei. Sure is a nice day today, isn't it, Elisa? Oh Mann, Reen, ey. Not as nice as last night must have been. I told you I'm sorry. Du musst dich für überhaupt nichts entschuldigen, Reen. Oh Mann, ey, ist das anstrengend. Yeah, I bet you are. Warum spricht sie denn nicht mit Fee? Fee war doch dabei und kann doch bestätigen, dass er da nicht mit irgendwelchen Ollen rumgemacht hat. Und selbst wenn, ist doch seine Sache. Die sind kein Paar. I cannot believe you. After all those things you said to me last night, you go rushing out to meet another girl. The skies might be clear, but I'm sensing a stormy forecast today. Well, all things considered, even if we assume Captain Claire is trustworthy, I'm not sure how wise it was to go out on your own. Okay, also zum jetzigen Zeitpunkt wissen sie schon, dass er Claire getroffen hat. Was zur Hölle ist jetzt noch Alisas Problem? I know. In hindsight, I regret keeping it to myself. Still, it was pretty bold of Captain Claire to show up alone to meet Reen. Even dressed down, I wouldn't have thought she'd go out alone with the provincial army on patrol. I'm guessing she's more than strong enough to handle herself. Not sure what her weapon of choice is, though. Vor allen Dingen, wenn sie eine Waffe dabei hatte, wo hat sie die denn bitte untergebracht in ihrem schicken Abendkleid? War wenig Platz. I wish I could have seen her all dolled up though, but she was a real knockout. Come on, that would put a spring in any man's step. I don't blame you for sneaking out alone. Oh nein, Alisa hört mit. No, it's not like I knew she was going to show up wearing a cocktail dress, I swear. You seemed pretty taken by her when she showed up yesterday, though.
Das ist aber auch wieder gemein Alisa gegenüber. Die merken doch alle, wie eifersüchtig sie ist und gießen immer noch Öl ins Feuer. Also manchmal ist die Klasse echt komisch. And your eyes were glued to her right up until she left the scene. Oh, really? So while we were enjoying a quiet evening, you were out carousing with a beautiful woman, were you? You lucky son of a... I mean, for shame, Reen. We're here representing the Academy on a field study. I swear you guys are just making things up at this point. Ich kann schon verstehen, dass es Spaß macht, Reen damit aufzuziehen, aber Alisa, die macht halt richtig ernst, ne? Die dreht richtig frei. But thanks to the information I got from her, we have a pretty good idea what's going on here in Ruhr. And now that we know, we should be able to do something about it. Ist das so? What do you think, Alisa? Yeah, I'm in. So in short, the first factory did something to catch the eye of the railway military police, prompting an inspection, and all the while the provincial army's been here blatantly trying to prevent them from doing that. Let's not forget that the first factory is run by none other than the noble faction. I know that the divisional directors have been operating without much in the way of executive oversight for years now, but Mother always allowed it. She thought that encouraging competition among the divisions would yield more innovations. I never thought that would lead to something like this. Seems like the lesser of two evils. By the way, hearing about the first factory made me curious. Do the other divisions have their own political allegiances? Well, to give you a basic idea... Die Übersicht ist auf jeden Fall hilfreich. This is a bit oversimplified, of course. Divisions are made up of many people and they all have their own opinions. Lass uns das mal einfach nur so ein bisschen grob zumindest durchgehen. Wir haben 4 Bereiche quasi, 3-mal Factory, einmal die Development Division. Die 4., die wird vom Chairman Irina quasi übernommen und verantwortet. Den ersten Teil haben die Nobles, den zweiten die Reformists und die dritte ist neutral. Zur ersten gehört das ganze Thema mit Iron and Steel. Das haben wir ja, als wir bei der Mine angekommen sind, auch schon erfahren, dass das von der Nobility quasi verwaltet wird. Guns, Tanks und General Armaments, Reformists und Orbit Trains, Orbital Airships neutral. Deswegen hat wahrscheinlich auch Oliver kein Problem gehabt, da irgendwie ein Orbital Airship sich organisieren zu können. Darauf kann halt jeder irgendwie zugreifen. Ja, interessante Aufsplittung, wahrscheinlich auch mit guter Ambition. Alisa hat das gerade schon umrissen, ne? dass der Wettbewerb das zu neuen Stilblüten bringt, sage ich mal, und das Geschäft belebt und alles und überhaupt. Aber jetzt geht das halt so ein bisschen nach hinten los. Rhineford Production Divisions steht oben als Headline. Ja, hilft. But the positions of each division's directors are clear as day, though. The first and second factories in particular have had a pretty fierce rivalry going between them for years, but even still, I wouldn't have expected the first factory to do something flagrant enough to prompt a military inspection. Neither would I. Ich glaube, keiner von uns. Alright, we're gonna do whatever it takes to get to the bottom of this. And when we tie this up all nice and neat for her, even my mother will have to admit she's grateful to us. Sounds like a plan. That's the spirit. Offhand, I'd say this falls under the scope of our field study too. Ja, aber sowas von. Thanks, everyone. Sounds like we're in for a ride. Anyway, let's take a look at the field study tasks Sharon gave us for today. Lasst uns das mal tun. Ich ahne, wo es hingehen könnte. Vielleicht auch an altbekannte Orte, Fragezeichen, Fragezeichen. Crying over lost milk. Interessante Questbeschreibung von Vanilla. Milk is missing. Could you please help us find our beloved little kitty? Any would-be heroes should come talk to me at my house next to Dining Bar F. Vanilla. Schon wieder Katzen suchen. Hatten wir doch schon mal. Wo war denn das nochmal? Das war da, wo wir den Ostdistrikt auch hatten, wo auch eine Katze mal entlaufen war. Wo wir den dicken Oberkater dann irgendwann gefunden haben. Ich erinnere mich ein bisschen. Nana hieß die sogar, ne? Chief Sandy, those of us at Rhineford's second factory have developed a new type of orbital gun and we'd like to have it tested. Speak with me in RF Arms if you fancy giving it a shot.
Testet klingt, als sollten wir das vielleicht zu Beginn schon machen. Und oh, Highway-Monster, mal wieder. Sehr geil. A ferocious monster has appeared on the Nosha Highway. The Nosha Provincial Army hereby requests its extermination. Eine Hydra. Open area of Nosha Highway. Highway. Once the monster is eliminated, please report to the soldiers in front of Maki Rogner's residence. Hatten wir da nicht auch den letzten Auftrag bekommen? Ich glaube ja. Wir werden es auf jeden Fall irgendwie finden. Yeah, I think we can handle these. It's still 8 a.m., so we have plenty of time to work our way through the list. And while we're doing that, we can ask the people we meet about how things stand between Reinford's divisions. Look alive, everyone. It's time to get to work. Right. Roger. Gotcha. Und das an einem Sonntag. Haben die Läden hier sonntags auch geöffnet? Scheinbar schon. Ich vermute, wir können überall rein. Wohin wir auch wollen. Wohin uns unser Herz auch trägt. So, irgendwas hat sich an unserer Gruppenaufstellung geändert. Warum auch immer. Crow, was ist da los? Eigentlich gehörst du hier rein. So finde ich das irgendwie besser. Ja, so kann man das stehen lassen. Okay, warte, erstmal gucken. Wir haben 2 grüne Ausrufezeichen. Das hilft schon mal. Ich habe aber vorhin auch kurz angeteasert, dass wir hier noch einen Red Moon Rose irgendwo mitnehmen können. Eigentlich fand ich es ganz nett, mit Vieh ein bisschen rumzulaufen, aber dafür muss ich sie dann wieder ins Hauptteam mitnehmen. Deswegen bleiben wir mal bei Elisa. Ich glaube, ja, Fraga ist diejenige, die uns hier helfen kann. Sometimes students here end up making significant inventions which go on to have a large impact on people's lives. For example, a group of students here established the Empire's very first radio station. More recently, a student here invented a device called an orbital washing machine. When the Reinford company saw it, they were more than happy to bring it to the mass market. Aha. All of the students here are really devoted to their research. Ich habe gerade hier gelesen. I hope that never changes. Das war wahrscheinlich Wunschdenken. So nach dem Motto, dass sie uns jetzt sagt, hier, nimm dieses wundervolle Buch an dich. Aber sie ist, glaube ich, die Nächste, die uns das nächste Chapter überreichen wird. Aber scheinbar noch nicht jetzt. Mal gucken, was wir tun müssen. Bis es dann irgendwann soweit ist. Ich starte mal mit den Arms, weil hier die Rede davon war, irgendwas zu testen. Und da, horche ich natürlich auf. Ach so, das geht von ihm aus und nicht, ja, stand ja auch drin. Ich weiß nicht, Sandy ist für mich immer noch ein weiblicher Name irgendwie, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass sie diejenige ist, aber nix da. Hi Sandy, you must be the students from Taurus, thank you for coming. I assume you must be Sandy. That's right. No, I wasn't expecting Lady Elisa to be accompanying you. I've seen you a few times over the years, but it's an honor to meet you in person. That's very kind of you. Well then, allow me to tell you a bit about myself. As you know, my name is Sandy and I serve as chief of the 2nd Factory's Firearms Development Division. It's an honor and a privilege to be able to work with you. Thank you, the pleasure's all ours. It must be tough for Elisa around here sometimes. Yeah, she is practically a celebrity here in Ruhr. As you might have gathered, I need your help combat testing a new kind of orbital firearm. Specifically, I require the assistance of someone familiar with the use of orbital firearms in combat. So, would one of you be able to help? Klar, deswegen sind wir hier. We'd be happy to help. Excellent. Well then, to begin with, what kind of gun would you prefer? Well, what do you mean? I assumed you were just going to give us whatever you had ready. Terribly sorry, I probably should have explained. Technically, I'm not asking you to test a gun, but rather a device that goes inside it. It's called an orbital unit. And what is that exactly? I'm sure you're all aware that orbital firearms use orbital energy to propel their bullets. Orbital units are the internal mechanisms responsible for producing that orbital energy. After much arduous research, we finally developed a brand new kind of orbital unit. As such, the model of gun it will be installed in makes little difference. For this test, any type will do. Okay. So, what you're saying is the orbital unit is basically the engine and the gun's the car.
Precisely, a very accurate comparison. Well then, I think we get it now. So, what are our choices gun-wise? I brought 3 with me, a shotgun, a pistol, and a pair of gun swords. If you forgive me, I did a little research on your weapons of choice. Tests like these are best performed by those with a degree of proficiency. That's true, it wouldn't be a very useful test if your tester was uncomfortable with the weapon in question. Oh, that's awesome, thanks. Even brought something for me. So what is it exactly that you want the tester to do? Oh yes, I do have a specific test that I would like you to conduct. Specifically, I need you to defeat a number of dancing owls, a kind of monster found on the Saxon mountain path. 10 of them should do. Dancing owls? Their name doesn't sound terribly threatening, but they are highly agile, bird-like monsters, which makes them perfect targets to test firearms on. The tester won't need to defeat them alone, but he or she must be the one to deal the finishing blow. Understood. So how are you guys going to decide who gets to test the orbital unit? Well, how about you pick, fearless leader? Sounds good to me. I'm fine with that as well. Sounds like that's settled. You know, I don't always have to make these decisions, doch. Du wehrst dich halt nicht, Reen. Schuld eigene, würde ich sagen. I think you're just going to have to accept it. Alright then, in that case. Wir nehmen auf jeden Fall Magias, versteht sich von selbst, denke ich. The targets are agile, bird-like monsters. Given that Magias shotgun has a wide spread, genau deswegen, he shouldn't have any trouble hitting them. So, are you up for testing, Magias? Of course. It sounds as though you've made up your mind. Well then, here's your test weapon, see what you think. If you don't mind. Ooh, Phantom SG-0. Marcus changed his equipped weapon for... Interessant. Also das hat er jetzt direkt auch schon ausgerüstet, ja? That should do nicely. Should we head over to the test area then? I'm ready to go as soon as you are. Alright, let's get going then. Saxon Mountain Path is where we went to get to the mine, right? You got it. The exit's near the airport. Liegt ja gar nicht so weit zurück, seit wir das letzte Mal dort waren. Dann lasst uns doch gleich mal gucken. Best of luck conducting the test. Come back and let me know when you've defeated 10 dancing owls. Schon wieder so eine richtig schöne Beschäftigungstherapie-Mission. Aber es ist wie es ist. Wir wollen die Belohnung haben und wir wollen die gute Kapitelbewertung am Ende. So, ich gucke jetzt mal. Genau, er hat es tatsächlich schon angelegt. Und macht damit sogar noch mehr Damage als mit unserer aufgepimpten Flare Cyclone. Aber sein Speedwert ist nicht so hoch. Ja, na gut, dann werden die anderen erstmal eine Runde sich im Kreis drehen müssen, damit Magias dann die Chance bekommt, angreifen zu können. Ist natürlich ein bisschen öde, ne? Ich könnte, warte mal, wir könnten aber noch was anderes machen, weil eventuell, je nachdem wie viel Zeitaufwand das hier bedeutet, also die nächste Mission, könnten wir mal gucken, was hier gewünscht ist. Und dann könnte ich zumindest einen Teil von den Eulen offscreen einfach schon mal mitnehmen, damit wir hier nicht so viel Leerlauf rumgesuche haben. Denn sie wollte auch etwas von uns. Die gute Vanilla, hier ging es um die Katze, nicht wahr? Excuse me, are you Vanilla? We're students from Thor Military Academy. Did you say Thors? Does that mean you're the Class 7 students who helped my husband yesterday? Ach, haben wir? That would be us. Then that must mean that your husband is Chief Johann, then. That's right. Thank you ever so much for helping him. What a funny coincidence this is. My daughter Mint attends Thors too. Ach, du bist die Mutter von Mint. Dann ist der Johann der Vater von Mint. Okay, die drei muss ich gedanklich erstmal zusammenpacken, so als eine Familie. Mint from the Wind Orchestra? I do think that's a club of choice. Does that mean you're part of it too? Yeah, Mint and I get along really well. She makes practices a lot of fun. That's so sweet of you. It's great to know she's made such nice friends over there. But back on topic, would you be willing to help me? Our cat Milk has gone missing and I need your help to find her. Machen wir mal. We'll find her. Sei mal nicht zu optimistisch, Reen. If we're going to find a lost cat, when did she go missing?
It was 2 nights ago. I was making dinner like I usually do, and I decided that I would try and make something a little different. So I decided I'd try using an ingredient I'd never seen before. But when I did, an odor pungent enough to burn off your eyelashes started coming from the pot. You say you'd never seen this ingredient before? I wonder if it was actually something edible. So then what happened? Well, my survival instinct was telling me to air out the room, so left the door open for a while, fehlt da nicht ein Ei, and tried to get rid of the smell, but while it was open, milk seems to have gotten out. So you haven't seen her since. What does she look like? Well, she has brown and white fur, and she's wearing a yellow collar. She's also extremely cautious and doesn't really like people very much. Okay, so I imagine that she's probably somewhere without many people nearby. I see, it sounds like we should mainly search outdoors then. Is there anything else you can tell us that may help us find her? Well, she loves to crawl under things. I don't know why, but it seems to relax her when she does that. Ich glaube, das geht aber vielen Katzen so. Okay then. Well, that's just how cats are. Ich wollte gerade sagen, habe ich ja auch. I know how she feels. Das überrascht nicht. You do? Well, anyway, that should be enough information to get started with. Does that mean you're trying to find her then? Of course we are. We get started right away. Crying over lost milk. Okay. Ich habe, als ich die Missionsbeschreibung gelesen habe, halt Milk erstmal gar nicht mit einem Namen assoziiert, sondern ich dachte, jemand hat seine Milch verloren, wie auch immer das funktionieren soll. Good luck finding our sweet little Milk. She's a little shy around people, so bringing her back might be kind of a challenge though. Ja, kriegen wir schon hin. Ich habe es ehrlich gesagt, im Gegensatz zur letzten Folge, wo ich mich schon an das ein oder andere grob erinnern konnte zumindest, hier gerade ehrlich gesagt nicht so wirklich eine Ahnung. Würde das aber gleich auch abkürzen. Das hier ist irgendwie die Ecke, wo zuletzt ganz schön viele Antworten waren. Also viele Lösungen gefunden wurden, sage ich mal, im wahrsten Sinne. Ne? Auch bei dem Versteckspiel mit den Kindern. Ich guck mal eben kurz, ob mir vielleicht noch ein Geistesblitz kommt. Da ist auf jeden Fall die Hauptmission mit dem Monster. Ich schau mal. Gucken Sie mal da. Ich habe da ein Kätzchen entdeckt unter der Bank. Ich bin hier gerade vor dem Institute of Technology. Talk to Milk. Da ist sie. Kätzchen, du wirst gesucht und vermisst und wahrscheinlich auch geliebt. Here she is. I never would have thought to look under this bench. Yeah, it's an easy spot to miss. Now the question is how we're going to get her to come back with us. Get. Double get. Oh. Sie scheint sich uns nicht unbedingt anschließen zu wollen. Not anymore, it's not. Cautious is right, we didn't have a chance. Well, let's head after her. Und das ist mit ein bisschen Wegstrecke verbunden. Ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Wir bekommen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob sie eingezeichnet war. Vermutlich aber nicht. Wir müssen jetzt nämlich einmal nach unten. Die wird sich jetzt nämlich so ein bisschen von Bank zu Bank verstecken und hin und her huschen. Und hier sollte sie irgendwo als nächstes sein. Warte mal, haben wir hier? Ach ja, da ist sie ja schon. Gerade gar nicht gesehen. Hey Milk! Was ist los? Warum kommen Sie nicht mit? Wollen Sie nicht nach Hause? Another bench, huh? We can't let her get away again. So, who's gonna try to catch her? Tja. Ich glaube, das möchte scheinbar keiner. Denn wir lassen sie schon wieder gewähren. Muss ich mal kurz am Kopf kratzen. And there she goes. You just had to say the word catch. Oh, das war, ich habe gerade nur aus dem Augenwinkel gesehen, silberne kurze Haare und dachte, das wäre Crow gewesen. Sorry, Vieh, falsche Stimme. Hey, don't go blaming this on me. The request keeps getting tougher and tougher. Ja, wir haben schon krassere Sachen durch. Ich meine, hier vertreten wir uns nur ein bisschen die Füße. Aber gut, wir verlieren auch ein bisschen Zeit. Ich habe dich gespottet, Milk. Du kannst meinem geschulten Auge nicht entkommen. Was ist los, Kätzchen? Well, what do you know? She's under another bench. We need to be really careful this time.
Yeah, we should probably start by spreading out so she has nowhere to run. Ja, das hat sie mitbekommen. Das darfst du doch nicht in ihrer Gegenwart sagen. Da kommen wir doch gar nicht rein. Oder dürfen wir jetzt doch auf den Bahnhof? Die Türen sind zumindest offen. Oops, she really is fast. She ran into the station. So, are we doing the same? Yeah, if we let someone at the station know what we're doing, I'm sure they let us in to look for her. So läuft das also. They explained what was happening to a station employee and were permitted to investigate inside the station. Eventually, they narrowed down the cat's location to a single-stop train car. Oh. Das heißt, wir können uns jetzt nicht frei bewegen? Nee. Scheinbar nicht. Oder jetzt gleich im Waggon. Je nachdem. So läuft das also. Wenn du in Bereiche nicht reinkommst, sagst du einfach, das ist eine Katze, die ich finden muss. Und schon kommst du durch. Können wir mal an anderen Ecken auch probieren. This definitely looks like the right train car. Let's take a look then, shall we? Wobei man sagen muss, wir haben ja kein Verbot, hier die Station zu betreten. Nur wenn man es versucht hat, dann hat halt immer dein Charakter jeweils gesagt, dass es gerade hier nichts zu tun gibt oder so. Insofern war der Vergleich ein bisschen hinkend. So, Milk. Jetzt wird es keine Fluchtmöglichkeit vermutlich geben. Here she is. There's nowhere to run this time. Ich würde mich halt eher fragen, warum sie nicht nach Hause will. Oder sie geht halt davon aus, dass wir eine Gefahr für sie darstellen. Kann natürlich auch sein. Wir wissen ja, dass sie keine Menschen mag oder dass sie ein bisschen schüchtern ist. It doesn't seem like a smart idea to get any closer, though. At this rate, we're not gonna be able to get it back home. Kann Vita nicht was machen? If only I had my thingy with me. Your what? Hey, she's talking about one of these. Aha, Crow put a chic cat toy out of his pocket. Chic? Sagt man chic? Victory goes to the prepared. Why do you even have that? Are you always carrying it around? Oh, well, you never know when it's gonna come in handy. Here, kitty kitty. Crow started playing with the cat. Ich glaube, das mag sie. Bingo. Hey, well, look at that. Even animals find me irresistible. Doesn't look like we have any trouble taking it back to its owner now. Ich mag das irgendwie immer, wenn ich über irgendwas lachen muss, was im Spiel passiert. Und der nächste Charakter, der sich äußert, der lacht auch. Das passt manchmal so gut. Und hier ganz besonders oft in dem Spiel irgendwie. Thank you so much for bringing her back. Guck mal, glückliche Katze, glückliche Frau. Look how happy she is to be back. She's right at home here. Maybe that's because this is her home. I'm sure she's relieved to be back. I don't know what we would have done without you. Thank you all so much. Here, take these as your reward. I made them myself. Ein bisschen gratin. Thanks. These look great. I can't exactly say I'm thrilled to try these. Huh? Yeah, same here. They do seem edible at least. Ja, so unterschiedlich sind Geschmäcker. Well, thank you again. Crying over lost milk. Yes! So, ich will aber, einfach weil die Reaktionen gerade sehr interessant waren von den Leuten, einfach nur mal gucken. Ach nee, warte mal, wo sehe ich denn das am besten? Ich sehe das am besten vermutlich hier. Nee, hier sind nur die gekochten. Warte mal, bei Items? Ja, hier bekomme ich das irgendwo mit aufgelistet. Hier, Melted Gratin. 8 Stück haben wir davon. Die Ultimate Gratin coated in a layer of melted cheese. Fanden nicht alle so geil, dabei liest sich das eigentlich ziemlich gut, aber ist auch nicht jeder Freund von Gratins, nicht wahr? So, was gibt's hier? Hey, I'm so glad Milk is back home. Hey, so Milk, how about I treat you to some of my special home cooking tonight? Ich glaube, Begeisterung sieht anders aus. She seems kind of traumatized. Okay. Ich glaube, über die Essgewohnheiten solltet ihr euch nochmal ein bisschen unterhalten, beziehungsweise die gute Vanilla ein bisschen genauer hinschauen, was ihre Katze eigentlich ganz gerne mag und was vielleicht eher nicht so. Na gut, aber dann hätten wir das erledigt. Das ist schon mal gut.
So, dann haben wir jetzt Eulen kaputt zu hauen. Nämlich mit Magias neuer Waffe. Können ja mal einen ersten Blick drauf werfen und gucken, wie schnell das funktioniert. Vermutlich werde ich das abkürzen, aber vermutlich werden wir davon heute auch nicht mehr allzu viel sehen. Aber wir schauen mal. Ich weiß ja, wo ich die Dinger finde. Irgendwas war mit denen. Ich weiß auch, beim ersten Besuch, da dachte ich mir auch direkt, ich habe damals ganz schön viele von denen erledigt und wusste nicht so genau, warum. Und ja, jetzt kommt es halt wieder zurück. Aber wir wissen, dass wir nur den einen Gegnertypus brauchen. Macht es natürlich ein bisschen schwerer. Ich glaube, hier kommt jetzt gleich die erste. Jawohl. Und die dann wieder zum Respawn zu bringen? Ich weiß halt auch nicht, wo der beste Spot ist, um die mitzunehmen. Also hier bin ich halt relativ weit vom Eingangsbereich entfernt. Wow, jetzt habe ich hier tatsächlich nur 2. Das ist schon mal kein guter Start. So, wie sind wir vorhin verkuppelt gewesen? Ich glaube so. Aber guck mal, dann kann Crow sich zum Beispiel die hinteren erstmal schnappen. Beziehungsweise, warte. Bevor du angreifst, Reen, bitte einmal mit Magias connecten. Danke. So. Dann haben wir nämlich eine klare Aufgabenteilung. Magias wird sich über die... Ups, jetzt habe ich Alisa genommen. Ich mache das jetzt nicht. Ich dachte gerade, Magias wäre an der Reihe, aber Pustekuchen. Die kann er von mir aus hier beide mitnehmen. Ich hoffe, das zählt, wenn jetzt in seinem Kill auch noch irgendwie ein anderer mit dabei war. Und dann seht ihr jetzt, was ich vermutlich offscreen gleich sehr, sehr oft machen werde. Nämlich mit meinen Leuten einfach nur irgendwo hinlaufen, damit Magias den Kill kriegt und das Ganze so lange, bis wir ganze 10 davon durchhaben. Das ist nicht die spannendste Mission, die wir jemals hatten, aber eine, die machbar ist und einfach nur zeitaufwendig. So, und ich werde jetzt vielleicht noch einen weiteren Gegner mitnehmen und dann erspare ich euch den Rest und dann werden wir zu Beginn der nächsten Folge alle 10 schon umgehauen haben. Abgeschossen haben klingt so brutal. So will ich das nicht nennen. Obwohl es eigentlich am Ende wahrheitsgemäß wäre. Vielleicht ist hier auch ein... Was? Ich habe gerade wirklich zu 0% gesehen, dass sich das Vieh in irgendeiner Form umgedreht hat. So gar nicht. Aber es sind auch nur 2. Warte mal. Ich werde mal versuchen zu fliehen. Ich hoffe, der Gegner ist dann noch da. Oder ist er jetzt weg? Ja, toll, jetzt ist er weg. Schon wieder alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Aber das hier ist vermutlich der Spot, bei dem ich mein Glück dann versuchen werde. Haben wir hier in der Nähe eventuell noch einen? Also wenn, dann ist das mit ein bisschen Lauferei verbunden. Ich glaube... Ach, hier sehe ich ja auch die Gegner. Ich glaube, aber da könnte auch so eine Eule gewesen sein. Ich glaube, ich werde dann diese Strecke einfach ablaufen, immer hin und her. Einmal durch den Tunnel. Und dann kommen sie wieder zurück und dann mal gucken, wie lange das dauert. Aber hatten wir nicht manchmal auch so eine Vierergruppe von den Gegnern? Die sind immer nur zu zweit. Was irgendwie sehr schade ist. So, warte mal, ich sollte vielleicht nach unten in diesem kreisigen Befehlsmenü gehen und nicht immer nach oben. Da bin ich nämlich ein bisschen schneller. So, triffst du beide? Nee, natürlich nicht. Okay, das sind dann Nummer 3 und 4. Das heißt, danach bräuchte ich dann im Grunde genommen noch 6. Und ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass irgendjemand von euch traurig ist, wenn ich das dann alleine mache, ne? Es wäre vielleicht für den Quest-Zeitraum oder für den Moment auch ganz sinnvoll, Magias vielleicht mit ein bisschen mehr Speed auch zu versehen. Weil man muss hier schon sehr viel hin und her laufen, aber... Der hat jetzt nicht mal den... Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, warte mal. Habe ich irgendwie einen Zauber, der meinen Speed erhöht? Nö. Das werde ich ja auch Schaden fressen. Warum zur Hölle hat Magias gerade den nicht ge-one-shottet? Was soll das? Ich bin so erfolgsverwöhnt durch die letzten Folgen. Oh, jetzt kommt Zustandsveränderung ins Spiel. Aber ich glaube, Crow hat gerade ein bisschen Glück gehabt. Nee, Crow, den Kill kann ich dir leider nicht gönnen. Wow. Ich habe gerade gar keinen Bock, das zu machen. Ich habe gar keinen Bock. Darf ich noch eine Runde jammern, bevor wir hier auseinandergehen heute? Das ist ja ultra ätzend.
Aber egal, 3 Kämpfe noch. Ich muss das einfach runterzählen wie so ein Strafgefangener. 3 Kämpfe noch, wenn mindestens 2 dabei sind und dann habe ich's. Ich hoffe nur, dass beim ersten Kill der auch gezählt hat, weil da wie gesagt noch ein anderer Gegner drin war. Aber ich denke mal, das wird uns hier nicht im Wege stehen. Gut, ihr Lieben, dann werde ich vor dem Hintergrund, dass ich jetzt hier offscreen noch ein bisschen was machen muss, den Part an dieser Stelle schon beenden. Also was heißt schon? Wir sind eigentlich voll normal in der Zeit. Alles gut. Und ja, dann werden wir uns beim nächsten Mal vermutlich hier irgendwo wiedersehen. Und dann auch mit der Hauptstory schon weitermachen. Nämlich mit der Monster Extermination. Und da kommt dann wieder ein bisschen Boss-Ambiente in die Folge. Und da freue ich mich drauf. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.